Das Thema künstliche Intelligenz, KI und natürlich auch Business zu machen mit KI ist in aller Munde. Was du dabei ganz besonders beachten musst, was vielfach vergessen wird, darüber wollen wir in diesem Video sprechen. Es geht natürlich um das Thema Steuern. Viele junge Gründer, Startup-Unternehmer oder auch schon ältere stürzen sich hier in ein KI-Abenteuer, ohne aber zu bedenken, was die steuerlichen Konsequenzen wirklich sind. Es ist ja eine boomende Branche. Wir selbst haben Mandanten, die dort in kurzer Zeit sehr beeindruckende Businesses geschaffen haben, die dort in wenigen Monaten von 0 € Umsatz auf 200.000 € Umsatz zum Beispiel im Monat nach oben geschossen sind, weil sie eine kleine App im Bereich KI entwickelt haben, die eine ganz spezifische Aufgabe für eine ganz spezifische Branche löst. Also da ist natürlich ganz viel hier gerade am Laufen und am Machen und am Werden, aber vielfach wird hier doch die Rechnung ohne den Wirt gemacht und es wird das Thema Steuern hier komplett vergessen. Das heißt, dann fängt man an, irgendwas zu entwickeln. Es wird dann auf einmal viel erfolgreicher, als man vielleicht denkt. Oder aber man bekommt ein sehr attraktives Kaufangebot und bums, hier drückst du 50% hier deines mühsam verdienten Geldes beim Staat ab und musst Steuern bezahlen. Daher rate ich dir, wenn auch du ein KI-Unternehmer bist oder ins KI-Business einsteigen willst, entweder als Softwareentwickler oder aber vielleicht eine App hier mit einem Freund zusammen entwickeln willst oder sonst irgendwas anderes im KI-Bereich vorhast, dir sehr genau zum Thema Steuern Gedanken zu machen. Hier würde ich jetzt noch weiter ausholen. Wir befinden uns ja gerade hier sozusagen am Ende eines langen wirtschaftlichen Zyklus, der fast 20 Jahre angehalten hat. Du und ich, wir wissen, dass diese Zyklen nicht für immer wären. Es ist ja vielfach die Rede, dass hier jetzt schon eine weltweite Wirtschaftskrise, Rezession à la 2008 erwartet wird, schon in diesem Jahr, vielfach irgendwelche Unkenrufe. Ich glaube, das ist noch ein paar Jahre weg. Der Grund, warum ich meine, dass diese Wirtschaftskrise noch ein paar Jahre weg ist jener, dass letztlich es keinen Überangebot an US-Häusern momentan gibt. Das ist bei allen vorherigen globalen Wirtschaftskrisen, die ja von den USA ausgehen, letztlich immer der ausschlaggebende Grund gewesen. Der Markt wurde überschwemmt mit Immobilien, dann sind die Preise gefallen und dann kam alles andere ins Trudeln. Dadurch, dass die Zinsen momentan immer noch sehr hoch sind und die Finanzierung für Häuser immer teurer werden, beziehungsweise auch teurer bleiben, will niemand in den USA sein Haus verkaufen, denn die Finanzierungen werden ja auf 30 Jahre fix gemacht. Die sind dort alle in einem günstigen Deal drin. Wenn sie verkaufen müssen und dann was Neues sich kaufen müssen, denn sie müssen irgendwo leben, dann haben sie also für die nächsten 30 Jahre eine sehr teure Finanzierung. Deswegen verkauft keiner. Deswegen gibt es ein ganz starkes Unterangebot an Immobilien, die in den USA zum Verkauf stehen. Sobald die Zinsen wieder fallen werden, wird sich das meiner Meinung nach ändern. Und dann kann es tatsächlich dazu kommen, meiner Meinung nach, dass es dann zu einem Downturn kommt und wir möglicherweise wieder mal vor einer globalen Wirtschaftskrise und Rezession stehen, wie ja sie, ich will mal sagen, jetzt ohne jetzt hier zynisch zu sein, auch gewisserweise ganz normal ist. Und wenn wir uns die Assetblase anschauen, die hier in den letzten 20 Jahren gewachsen ist, dann natürlich ganz besonders. Also ich möchte hier nicht den Teufel an die Wand malen oder jetzt hier Panik schüren. Ich meine nur, jetzt kommt noch keine Krise, aber sie wird in einigen Jahren kommen. Was dann für dich jetzt bei deinen KI-Plänen ja Folgendes bedeutet: Du musst jetzt im Grunde vorausschauend denken und sagen, okay, du baust jetzt vielleicht das auf, das wird vielleicht in kurzer Zeit sehr erfolgreich werden, dann kannst du es verkaufen oder du kannst entsprechende Umsätze und Gewinne dann hier realisieren mit deiner KI. Und dann solltest du dir aber Cash-Polster bilden, damit du eben diese kommende Rezession und Wirtschaftskrise dann tatsächlich dann sicher auch überstehen kannst. Entweder dein Business bis dahin verkauft haben oder aber natürlich über hohe Reserven auch privat verfügen, damit du dann weiter handlungsfähig bleibst. So, was ist das, was am meisten Profits wegfrisst? Was ist die größte Ausgabe, die jeder Geschäftsmann hat? Es sind natürlich die Steuern. Hast du eine deutsche GmbH zum Beispiel, zahlst du 30% Steuern auf die Gewinne und dann nochmal 25% auf die Ausschüttung dieser Gewinne. Also sind schon knapp die Hälfte deiner Gewinne schon mal für Steuern draufgegangen. Bei anderen Rechtsformen und in anderen Ländern
nicht nur in Deutschland, ist es natürlich ähnlich. Deswegen rate ich dir, wenn du eine KI-Lösung planst, eine KI abplanst oder ein anderes Business im KI-Bereich planst, rate ich dir, ins Ausland umzuziehen und im Ausland das Ganze aufzuziehen. Das Ganze musst du recht früh machen. Hast du mal irgendwas in Deutschland aufgebaut? Vor allen Dingen, wenn es dort eine Bewertung gibt, dann hast du das Problem der Wegzugsbesteuerung, möglicherweise der Entstrickung, wenn dir ein Betrieb ins Ausland verlagert wird. Das heißt, je früher du das machst, desto besser ist es für dich. Es gibt Länder in der Europäischen Union, die sich anbieten. Es gibt natürlich auch Länder in Übersee, die sich anbieten. In der Europäischen Union bieten sich zum Beispiel als Wohnsitzländer an. Das heißt nicht, dass da deine Firma gegründet sein muss, aber für deinen Wohnsitz, die besonders steuergünstig sind, zum Beispiel in der EU. Das heißt, dort kannst du hinziehen ohne Visum, ohne Arbeitserlaubnis und so weiter. Kannst du einfach hingehen. Malta, Spanien, Zypern, zum Teil auch Osteuropa. Irland gehört sicherlich noch dazu. Außerhalb der EU gibt es natürlich auch viele andere Länder. Vielfach hat man ja schon gehört von Dubai. Thailand ist eine Möglichkeit, Malaysia, sicherlich die Länder Mittel- und Südamerikas, zum Teil auch die Länder Afrikas, Mauritius, denke ich, oder Südafrika. Also da gibt es interessante Wohnsitzländer, wo du letztlich steuerlich einen solchen Exit sehr gut verkraften kannst und im Grunde gar keine Steuern bezahlen kannst. Und ein Unternehmen kann man dann wiederum in anderen Ländern gründen. Hier kommt es eben grundsätzlich auf die Strategie an. Soll es einen Exit geben? Das heißt, machst du Kohle, wenn du die Firma verkaufst, oder soll es tatsächlich ein Unternehmen sein, was Gewinne erwirtschaftet? Dann bist du natürlich interessiert an einer möglichst geringen Körperschaftssteuer. Hier wiederum bieten sich zum Beispiel Malta an, 5% Körperschaftssteuer, Ungarn 9% Körperschaftssteuer, Zypern 12,5% Körperschaftssteuer, einige osteuropäische Länder auch wiederum 10% Körperschaftssteuer oder aber auch zum Beispiel natürlich Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, 9% Körperschaftssteuer. Also da gibt es so einige Möglichkeiten, wo dann Gewinne tatsächlich sehr günstig besteuert werden können, und das in Kombination dann mit einem Land, wo du leben kannst, wie eines der Länder, die ich vorhin genannt habe, kannst du praktisch dann hier auch Dividenden steuerfrei vereinnahmen, um dir eben persönlich ein solches Cashpolster zu bilden für die Zeiten, in denen du es brauchen wirst. In diesem Kontext sind natürlich dann auch Holdingstrukturen relevant. Das heißt, du hast letztlich ein operatives Unternehmen und hast aber eine Holdingstruktur, die hier letztlich die Anteile hält. Du verkaufst dann das Unternehmen in der Holding, besser gesagt, die Holding verkauft das Unternehmen. Üblicherweise sind diese Gewinne in der Holding dann steuerfrei und du kannst dann die Gewinne an dich ausschütten. Ist die Holding in einem attraktiven Land, ich nenne hier zum Beispiel wiederum UK oder auch Malta oder auch Zypern, oder es gibt noch andere Länder, gibt es dort keine Quellensteuer. Das heißt letztlich, die Holding kann die Veräußerungsgewinne an dich ausschütten, ohne dass da nochmal Quellensteuer fällig wird. In anderen Ländern muss ja dann bei einer ausgeschütteten Dividende erst noch Quellensteuer einbehalten werden. Die musst du dann zurückholen oder sie wird reduziert gemäß Doppelsteuerungsabkommen und du kannst das dann verrechnen. Wohnst du aber in einem wirklich steuergünstigen Land, ich sage mal zum Beispiel wieder hier Dubai, in dem es auch kein Doppelsteuerungsabkommen gibt mit vielen Ländern, dann hast du hier keine günstige Quellensteuer. In der Regel wird dann 30% Quellensteuer einbehalten. Also es wird dann tatsächlich alles kompliziert. Besser also die Holding in einem Land haben, wo erst gar keine Quellensteuer fällig wird. Viele werden nun sagen, naja, das ganz große Geld ist ja tatsächlich in den USA, und ich stimme dir zu. Wir haben einige Mandanten, die von Europa in die USA umgezogen sind, um spezifisch dort KI-Startups zu gründen. Auch das kann sehr attraktiv sein. Lebst du selbst zum Beispiel in den USA und veräußerst dann das Unternehmen nach einer Frist von mindestens 5 Jahren, hast du einen Steuerfreibetrag von bis zu 10 Millionen Dollar. Und ansonsten ist auch die Besteuerung relativ gering bei solchen Kapitalerträgen, maximal 20% in den USA. Also deutlich günstiger als jetzt in Europa. Aber nicht jeder will das natürlich. Das heißt, auch hier könntest du zum Beispiel sagen, du gründest zwar ein US-Unternehmen, denn du hast US-Investoren, die da einsteigen wollen. Ich denke zum Beispiel an eine Delaware-Gesellschaft. Diese Delaware-Gesellschaft wird aber durch eine ausländische Holding gehalten, sagen wir zum Beispiel mal UK. Du selbst wohnst dann vielleicht in den ersten paar Jahren in den USA, weil du dich um den Geschäftsaufbau kümmern musst, aber jetzt nicht mit Green Card oder so, sondern vielleicht mit einem O1-Visum, gehst dann aber vor dem Exit zurück nach Europa, ziehst in ein steuergünstiges Land um
Und dann kannst du den Exit dann machen in der UK Company, wahrscheinlich komplett steuerfrei. Die UK Company zahlt keine Steuern und die Gewinne, die an dich ausgeschüttet werden aus der Veräußerung, sind auch steuerfrei. Das sind jetzt natürlich alles nur Beispielszenarien. Man muss sich dann konkret über deinen Plan und was das Beste für deine Situation ist, Gedanken machen und kommt dir vielleicht mit anderen Länderkombinationen dann letztlich daher. Es geht jetzt ja auch einfach mal darum, um dir hier ein paar Ideen zu vermitteln, damit das Ganze mal ein bisschen konkret für dich ist und nicht immer nur so nebulös bleibt, was ja doch bei den steuerlichen Themen vielfach die Gefahr ist. Also, ich fasse nochmal zusammen. Das Wichtigste ist, dass du den Wohnsitz ins Ausland verlegst. Und zwar bevor dein Startup einen Wert hat. Auch wenn du ein ausländisches Unternehmen hast, das wertvoll ist und du ziehst aus Deutschland weg, wird die Wegzugssteuer fällig. Da ziehen sie dich nackig aus sozusagen und nehmen dir das letzte Hemd. Also muss man auf jeden Fall davor warnen. Ganz schlimm wird es, wenn du dann eine hohe Bewertung hast, zum Beispiel durch einen VC, der hier einsteigen will, dann hast du komplett verloren, dann kannst du im Grunde auch in Deutschland bleiben. Wenn das der Fall ist, wenn jetzt vielleicht hier schon alles zu spät ist, alle Stricke schon gerissen sind und du in Deutschland bleiben musst, dann achte natürlich wenigstens darauf, dass du hier dieses doppelstöckige Modell hast, deutsche GmbH, zusammen mit deiner persönlichen Holding, die eine UG sein kann. Also man sagt ja so schön, das Berliner Startup-Modell, davon spreche ich jetzt. Aber wie gesagt, das ist natürlich auch eher suboptimal. Also, das Wichtigste ist, wegziehen ins Ausland so früh wie möglich. Zweitens, die Firma am richtigen Standort gründen, hier sich entscheiden, geht es eigentlich eher um den Exit, dann ist es nicht so wichtig, wo die Firma ist. Dann ist natürlich die Holdinggesellschaft wiederum wichtig. Willst du aber hier Gewinne, Dividenden steuergünstig vereinnahmen, dann natürlich in ein Land mit möglichst geringer Körperschaftssteuer. Und wenn dich die USA anziehen, dann ist natürlich die konkrete steuerliche Planung besonders wichtig, denn das US-Steuerrecht ist ebenso kompliziert wie das deutsche, aber auch hier bieten sich attraktive Modelle an, mit denen du hier doch deine Steuerbelastung zum Beispiel beim Exit dann optimieren kannst. Wenn das Ganze auch für dich ein Thema ist, du eine KI-Lösung vielleicht daran bist auszuarbeiten und gerne ins Ausland umziehen möchtest, um dich hier steuerlich optimiert aufzustellen, würde ich mich freuen, mit dir im Beratungsgespräch zu sprechen. Link packe ich hier in die Beschreibung mit rein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich zu optimieren und auch Firmengründungen weltweit durchzuführen. Es würde mich freuen, auch dich recht bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.